Aber hier kommen wir auch nicht drüber. Den kriegen wir nicht weg. Keine Chance. Tag auch. Heute hier mal wieder aus den Niederlanden, aus Sint-Oedenrode. Es geht wieder auf die Dommel erneut mit Olaf. Nachdem uns das letzte Mal Dommel so entspannt und beruhigt hat, versuchen wir erneut unser Glück. Diesmal aber andere Jahreszeit, anderes Wetter und vor allem auch ein anderer Flussabschnitt. Auf geht's! Wir haben da hinten geparkt, sind jetzt knappe 200 Meter mit dem Bootskarren hier zur Einstiegsstelle gelaufen, da hinten über eine Brücke. Wer klug ist, der parkt direkt hier, dann braucht man auch den Bootswagen nicht. Ja, ich werde euch das alles wieder in gewohnter Manier in der Karte unten verlinken. So. Der kluge Herr Flussfahrer hat vergessen, seine Rückenlehne festzumachen. Ich habe die ja einfach nur gegen den Süllrand angelehnt. Jetzt ist sie unten drunter gerutscht und liegt flach. Ja, davor. Irgendwas ist echt immer am Anfang. Naja, so ist das Paddlerleben. Plötzlich war er weg. Ja, plötzlich war die Lehne weg. Das ist auf 20 Kilometern Länge etwas unbequem. So, nach den ersten Startschwierigkeiten sind wir jetzt endlich unterwegs. Wir fahren knappe 20 Kilometer bis nach Boxtel auf der Dommel. Auf geht's! Und zu regnen hört es gleich garantiert auch auf. Ja, Hindernisse haben wir vermutlich keine zu erwarten. Auf der Strecke bis Boxtel, nur ganz am Ende gibt es noch mal eine Bootsrutsche und einmal müssen wir von dem Umgehungskanal ja, wahrscheinlich durch den Tunnel irgendwie abbiegen, aber ich denke, das wird alles problemlos machbar sein. Ja, Brücken sind tief. Das Wasser ist recht hoch, hier haben wir den Pegelstand 2,50 Meter. Oh, da haben wir weniger Glück. Da kommen wir nicht weiter. Okay. Ja, da kommen wir nicht durch. Wieder hier raus oder eher rechts über die Weide. Aber da ist ein Zaun, da kommen wir auch nicht raus. Ich würde erstmal umdrehen, damit du da nicht reinrauscht. Ich meine, ich habe eine Säge dabei. Aber hier kommen wir auch nicht drüber. Den kriegen wir nicht weg. Nee. Keine Chance? Ja dann, fahr wieder zurück, Tour beendet. Bis hierhin funktioniert schon mal. Ja, also es könnte klappen. So. Okay, da kommt der nächste. Ja, hat doch geklappt. Das war doch einfach.
Alles klar? Gut. So. Schauen wir mal, wie viele da noch kommen von der Sorte. Ja, genau, weil auf den ersten Metern direkt 5 Bäume quer lagen, bist du optimistisch, dass nicht mehr viel kommt. So viel zu dem Thema, dass uns keine Hindernisse erwarten. Ja, eine Säge hätte ich bei gehabt, aber da war nicht viel zum Sägen. Hätte jetzt auch nicht viel gebracht. Olaf hat geguckt am Ufer, da links ist man auch nicht rumgekommen. Also blieb nur der Weg mittendurch. Das sah ja erfolgsversprechend aus. Hat ja auch ganz gut geklappt eigentlich. Ja, dem ist wahrscheinlich hier das ganze Ufer weggeschwemmt. Ja, genau. Deswegen macht er jetzt schön in der Kurve. Da trägt das Wasser dann schon was ab. Hast du auf einmal 100 Quadratmeter weniger Grundstück. Oh, da hat aber einer gut genagt. Lass den Olaf mal vorfahren und guck, ob der da drunter durchkommt. Wenn er elendig ersäuft, gehe ich außen rum. Kommt man da überhaupt lang? Ja, da ist die Brücke. Ja, aber da ist ein Zaun, oder? Nee, das ist ja offen. Ah nee, auf der Brücke ist der Zaun. Ja. Tragen wir eben, ne? Ja. Eins nach dem anderen. So, weiter geht's. Boah, die Dommel gefällt mir wieder, Ja, ist schön. muss ich sagen. Ist echt schön natürlich, der Fluss. Die ist sehr schön, so zwischen. Ja. Wahrscheinlich fährt man normalerweise auf der Seite unter dem Baum durch oder so. Da kommt die nächste Brücke, die nicht so hoch erscheint. Ne, die kriegen wir auch nicht hin, glaube ich. Wird schwierig, wird fast unmöglich sogar, glaube ich. Also wenn dann irgendwie ganz Nee, links. kannst du vergessen. Links oder rechts? Ich würde fast sagen, da kommt man besser raus, oder? Da kommst du ja gut rein. Ja, wenn wir jetzt hier jede Brücke umtragen müssen, wird dann doch noch ganz, ja, ganz schöner Hindernisparcours. Ja, die zweite wäre gegangen, nur die erste hier. Kommen wir hier nicht sogar rein? Das ist auch steil. Ich glaube, ich setze mich hier rein und rutsche dann rein. Das ist keine gute Idee. Ah doch, das klappt. Ich bin optimistisch. Guck mal, bupp. Das sah aber auch höher aus, ja, als ich dachte. Ja, Fazit soweit, schöner Fluss, nur die Brücken könnten ein bisschen höher gebaut sein hier.
Da hast du aber echt ein schönes Flüsschen rausgesucht wieder. Ja, ihr habt es wahrscheinlich alle schon gesehen. Ich bin heute mal wieder in meinem eigenen Sea Wave unterwegs. Die Testreihe des Sea Shines ist beendet. Bald kommt aber schon das nächste Boot für einen Test, ein schwarzes. Ich bin gespannt, müsste in den nächsten Wochen eintrudeln. Ja, und auch das wird dann getestet und ausführlich vorgestellt. Denkt dran, klickt unten auf Abonnieren, dann verpasst ihr auch meine nächsten Bootstests und Bootsvorstellungen nicht. Bei Rostplatz Holland. Ja, der Fluss trägt einen automatisch dahin. Man hat gar keine Chance, nicht hier anzuhalten. Ja. So, jetzt fehlt hier noch irgendwie so die ein oder andere Sohlschwelle, dann wäre der Fluss perfekt. Let up! Kabel von Pontje. Also eine kleine Fahrradfähre oder Personenfähre. Oh, da kommt meine Sohlschwelle oder was das ist. Wildwasser. Niederländisches Wildwasser. Jo, der zweite Pausenplatz bislang, ne? Jo, Innenuytstaplatz. Da will man einmal gemütlich in Ruhe sich einen Tee machen, aber hier ist bei dem Wind irgendwie gerade schwierig. Aber Gott sei Dank gibt es ja an diesem Pausenplatz sogar eine extra Teemachstelle. Da kommt doch gar nichts raus. Na, gucken in 20 Minuten nochmal. So, in Utrecht waren wir den Kessel vergessen, oder wir, ich. Und jetzt ist der Kocher im Arsch. Also wieder kein Kocher mit Wasser. Mit Tee haben wir es nicht so. Naja, dann halt weiter Wasser trinken. Das ist ja genial, ey. Patsch! Fakt ist auf jeden Fall, der Biber, der hat hier in dem ganzen Gebiet ganz schön seine Spuren hinterlassen. Hier ist aber echt alles angenagt, ne? So, da kommt irgendein Hindernis. Ich glaube, da müssen wir jetzt auch schon links rein dann. Scheint hier so eine Schwemmholz-Fanganlage, Krautfanganlage zu sein. Ja, hier müssen wir jetzt schon links. Also hier geradeaus, hier wird dann auch irgendwann ein Ausstiegsplatz kommen. Aber da muss man halt noch ein ganzes Stück schön gerade neben der Autobahn her. Das wollten wir uns ersparen. Da fahren wir hier lieber einmal ein bisschen um Boxtel herum. Mit Sicherheit die interessantere Lösung.
So der Durchgang in die andere Welt. Irgendwie so fühlt sich das an. Ja, bitte. Hallo? Und sonst so? Ja, läuft? Ja, jetzt kommt er doch noch mal mit hier. Ja, hier trennen sich unsere Wege wieder. Ne? Macht's gut, schönen Tag noch. War nett, euch kennengelernt zu haben. Also die Einwohner hier durchaus interessiert, aber etwas wortkarg. Also, das hat schon was hier. Oh, die ist aber eng. Eieiei. Hier geht's. Hier geht's noch bergauf, ey. Opa. Vorsicht. Oh, der Angler ist schon panisch da. Das ist auch lustig, eine Rutsche, wo es am Ende erstmal wieder bergauf geht. Die war aber ganz schön eng. Jo, das war die Dommel mal wieder. Ein Fluss, der mich erneut begeistert hat. Echt richtig schön, sehr naturnah, ganz schön meandernd und war eine runde Sache heute. Wenn bei euch eine Neuanschaffung oder ähnliches ansteht, dann checkt doch mal hier unten meine Rabattcodes aus. Ich freue mich und ihr könnt Geld sparen. Ja, Olaf und ich sind raus. Macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Und ja, hier empfehle ich euch noch das Video von der Dommel, der erste Part. Damals im Sommer und etwas lauter. Ciao.